Lieber dear Heavenly Father, danke, dass du uns alle geweckt hast. thank you that you all woke us up. Bitte segne jetzt die Andacht und hilf uns alles zu verstehen. Please bless this service and help us to understand all these things. Bitte segne Bruder Mark, wenn er jetzt vorträgt, und Bruder Lorenz bei der Übersetzung. Please help Brother Mark as he presents and Brother Lawrence as he translates. Bitte segne auch den Livestream und die Technik, dass alles gut funktioniert. Please bless also the live stream and the technique, that everything works well. Und bitte hilf uns auch, geistlich anwesend zu sein, dass wir die Dinge aufnehmen und so gut wie sie verstehen können. And please help us also to be present with our minds, that we can receive and understand those things that you show us. In Jesu Namen. In Jesus' name, amen. Okay, good morning everybody. Guten Morgen alle zusammen. Okay, so last night Fyodor was clarifying some points about our history, right, in regards to the daily being taken away. Also gestern Abend hat Führer ja etwas über unsere Geschichte bezüglich des Täglichen geklärt, was dann hier weggenommen wird. Okay, when I was sitting watching him go through that, some things in my mind that I wanted to firstly clarify. Und als ich da saß in der Klasse und dann da durchgegangen bin in meinem Kopf, dann wollte ich ein paar Dinge erstmal klären. And there's also something this morning that really might help us to understand what's happening at the moment. Und dann ist mir auch heute Morgen noch ein Gedanke gekommen, der uns vielleicht helfen möge, zu verstehen, was vor uns gerade sich abspielt. Okay, so last night Pharaoh's marking this point, right? 5 are fallen: Babylon, Medo-Persia, Greece, and Rome, and the papacy brings you to 1798, right? Also gestern haben wir gesehen, aus Offenbarung 17, Führer hat ja hier schon gezeigt, 15 gefallen bringt dich bis 1798. So in Revelation 17, John's standing in 1798, and he's taken back into this time period, right? Also Johannes steht ja in Offenbarung 17, 1798 und er wird zurückversetzt in diese Zeit hier. Okay, so it's the past, the present, the deadly wound, right? And it's pointed to the future when that deadly wound is going to be healed. Right? Also es ist die Vergangenheit, die Gegenwart bei der Todeswunde und weist auf die Zukunft, wo die Todeswunde geheilt werden wird. Okay, so when the deadly wound's healed, what should we see? Wenn die Todeswunde geheilt ist, was sollten wir sehen? Yes, that's all true, but I'm on about in the fact that the symbols. What did John see in the past, and what should he see in the future? Also basierend auf den Symbolen, was hat Johannes in der Vergangenheit gesehen und was sollte er in der Zukunft sehen? Look, just think of Revelation 17. What did he see? He was taken in here and he was shown something, right? Denkt an Offenbarung 17. Was hat er dort in dieser Zeit hier gesehen? No, he didn't see this. Yeah, thank you. He's taken off into the wilderness. He saw a woman sitting upon this scarlet-covered beast with 7 heads and 10 horns, right? Also ist er in die Wüste geführt worden und er hat dann diese Frau gesehen, wie sie auf diesem scharlachroten Tier sitzt, das 7 Köpfe hat. So when the deadly wound's healed, what must he see? Also wenn die Todeswunde geheilt wird, was muss er folglich sehen? The same, right? Er muss dasselbe sehen. Because when the deadly wound's healed, it's marking that these entities have come back together, right? Wenn die Todeswunde geheilt wird, markiert das ja dann den Punkt, wo diese Einheiten, diese Mächte wieder hier zusammengekommen sind. Now, I was making some arguments with Fyodor last night about the three entities right here. We've spoken about that, but it's important that it's an important point that we see, and I'll come to that in a moment. Und gestern habe ich noch so eine Diskussion mit Führer gehabt über diese 3 Mächte hier, dann dem Sonntagsgesetz, und das ist wichtig, dass wir das verstehen, und da komme ich gleich drauf zu sprechen. Okay, so now, basically what this does, the past, the present, and the future, it gives us a structure. It's teaching us something.
it's given us this structure, these two times of persecution. Also was Right? uns das hier gibt, diese Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, gibt uns die Struktur von diesen zwei Zeiten der Verfolgung der Trübsal. With a time of peace in the middle where the woman is forgotten. Right? Wo es eine Zeit des Friedens in der Mitte gibt, wo die Frau in Vergessenheit ist. Now, if we were just to take a reform line and do this, Pharaoh, Wenn wir jetzt die Reformlinie von Mose betrachten würden und dann Pharao jeweils hier markieren, die beiden Pharaonen. right? The reform line also teaches about two times of trouble, right? Where this Pharaoh is going to persecute God's people, right? Da lehrt uns ja auch die Reformlinie dann zwei Zeiten der Verfolgung oder zwei Zeiten der Trübsal, wo Pharao jetzt Gottes Volk verfolgt. But it also teaches us, when we come down the reform line, that this is 1798 to 1844, Das right? lehrt uns auch, wenn wir die Reformlinie betrachten, dass das auch 1798 bis 1844 ist. Because 1844, right, is where probation closes. Denn 1844 ist auch in einer Darstellung der Punkt, wo die Gnadentür zugeht. Right? Richtig? Line upon line, right? We're taking things out of history and we're bringing them and we're placing them on top of each other, right? Linie auf Linie. Wir nehmen die Geschichte aus der Vergangenheit und setzen sie dann übereinander. Now we also have this because the reform line, you've got Millerite line begins in 1798, Und auch right? mit der Reformlinie der Milleriten, da fängt ja die Milleritenlinie 1798 an. And what that does for us, you have the 1260 leading up to it, right? Und was das für uns tut, ist, wir haben die 1260, die uns dort hinabführt. But if you take this history and this history, what's paralleling each other? Just step back a bit so people can see. Wenn du diese Geschichte nimmst und jene Geschichte nimmst, was ist dann hier parallel miteinander zu sehen? That these four things are parallel to this. The 1260. Die vier Könige oder Königreiche sind parallel zu 1260. Okay. Sorry? I said paganism, Yes, but I'm just showing you that these four kingdoms, right, are parallel in this 1260. Diese vier Königreiche sind eine Parallele hier zu dieser 1260. Line upon line, Linie auf Linie gesagt. right? And we can see that when we go to Revelation 13, right? Das können wir sehen, wenn wir zur Offenbarung 13 kommen würden. And we read this last night. Revelation 13, there's a beast coming up out of the sea, right? In Offenbarung 13, da sehen wir, wie das Tier aus dem Meer aufkommt, Which is the Sunday law crisis, was die Sonntagsgesetzkrise ist. right? And it looks like a lion, a bear, a leopard, and the dragon gives him his power, seat, and great authority, right? Und das Tier sieht dann aus wie ein Leopard, wie ein Bär und ein Löwe, und dann gibt es der Drache, der die Macht und den Thron und die große Herrschaft gibt, oder die große Autorität gibt. And what's the dragon? Und was ist der Drache? What's it a symbol of? Wofür steht der Drache symbolisch gesehen? Maybe that's an obscure question. What was its religion? Was war die Religion des Drachen? Paganism, right? Heidentum. So what has to be taken away before this can happen? Und was muss weggenommen werden, damit das hier passieren kann? The daily, right? Das Tägliche. So this is what he was marking last night. So Das ist das, was gestern Nacht markiert ist. so when we bring these things together, right? We know that when the Sunday law begins, right? Wenn wir diese Dinge zusammenbringen und wir wissen, dass wenn das Sonntagsgesetz beginnt, Which according to Matthew 24, was right, gemäß Matthäus 24, is which time period? stellt dann welche Zeit dar? Just go to Matthew 24. I know some people's minds need refreshing on these things. Jetzt Matthäus 24. Nochmal zur Auffrischung. What's your question? Just one second. Right, so verse 15. Gehen wir zu Vers 15. It says, When ye therefore shall see the abomination of desolation spoken of by Daniel the prophet,
stand in the holy place, whoso readeth, let him understand. So where is Christ pointing your mind to? Worauf verweist Jesus jetzt hier in dem Vers? Come on, you know that, Führer. Where? Come on, let's start waking up. Reading it, it's written right there. When you read that verse, where is Christ pointing your mind to? Also, wenn du den Vers liest, wo möchte dein Verstand drauf richten? No. Just read what it says. It says to the book of Daniel. Er verweist sich auf das Buch Daniel. Right? We all know what these things, but I'm just asking the question so that we can see it very clearly, right? When you read that voice, Christ takes you to the book of Daniel, right? Wenn du den Vers hier liest, dann verweist Jesus sich auf das Buch Daniel. And it's talking about the abomination of desolation, right? Es spricht dann hier über den Groll der Verwüstung. So when you go to Daniel, this is where Führer was taking us last night. Und wenn wir jetzt zu Daniel gehen, das ist ja, wo Führer uns jetzt Go to Daniel 11, Gehen wir zu Daniel 11. verse 31. Daniel 11, Vers 31. So, now, three things we see here. There's three histories in this one verse, right? In einem Vers hier, Vers 31, gibt es hier 3 verschiedene Geschichten. An arm shall stand on his part. Okay, Und die würden an seiner Seite stehen. when did that take place in history? Wann hat das historisch stattgefunden? 496. There's a bunch of confusion in this room, right? Not good. 496, Also right? 496 vor Christus. Okay, no, but there was different things being said, right? 496, right? 496 vor Christus. And it says, and they shall pollute the sanctuary strength and shall take away the daily. When did that take place? Und wann haben sie das tägliche weggenommen? 508. 508, right? 508. And they shall place the abomination that maketh desolate. 538, right? Weil der Verwüstung, wenn er aufgerichtet wird, ist 538. So in this one verse you have 3 verses, but they're all marking the same point in time at the end of the world. Also in diesem einen Vers haben wir diese 3 Geschichten, aber sie markieren alle denselben Zeitpunkt hier am Ende der Welt. Because when the papacy gets its deadly wound, what does it lose? Denn wenn das Papsttum seine Todeswunde bekommt, was wird es verlieren? Loses its army. It loses the civil power, right? Verliert seine Armeen, seine Staatsmacht. So when you come to this verse, right, Christ is pointing you to this point in time, right? Also wenn du ja hier Matthäus 24 gelesen hast, Christus verweist ja auf diesen Zeitpunkt hier aus He Daniel says, 11, Vers 31. When ye therefore shall see the abomination of desolation, right? Wenn du den Groll der Verwüstung stehen siehst. So right here in verse 31, right? Und hier in Vers 31 sagt es ja. When they place the abomination and make it desolate, it can only be placed when it has an army, right? Also wenn hier der Groll der Verwüstung aufgerichtet wird, der kann ja nur aufgerichtet werden, wenn der Groll der Verwüstung eine Armee bekommen hat. So when the deadly wound is healed, it has its army. The daily has to be taken away because it's now Catholicism that's ruling, and the abomination that make it desolate is set up. Right? Wenn die Todeswunde hier geheilt wird, dann hat das Papsttum seine Armee, das tägliche wird weggenommen und ja, der Groll der Verwüstung ist aufgerichtet. Okay, right, so we go back to Matthew 24. Gehen wir zurück zu Matthäus 24. So verse 15, it begins with the word when. Vers 15 beginnt mit dem Wort wann oder Then- wenn. Entschuldigung. Then you go to Wenn. verse 21. Und dann gehen wir zu Vers 21. For then shall be great tribulation. Weil dann wird große Drangsal sein. Right? And this great tribulation, Sister White writes and says that it is the 1260. Right? Diese große Drangsal oder große Trübsal, sagt Ellen White, ist die 1260. Okay? And we're not going into that at the moment, but just marking, right? So when the abomination of desolation is set up, then the 1260 is going to begin, or it's going to repeat in history, right? Wenn wir jetzt nicht weiter reingehen, das haben wir ja schon oftmals ja angeschaut. Wenn der Groll der Verwüstung aufgerichtet wird, hier in Vers 15, dann wird es diese große Drangsal geben, Vers 21. Okay. Das So ist die 1260.
Okay, so we know that the 1260 is 538 to 1798, Wir right? wissen ja, die große Drangsal, die 1260, ist 538 bis 1798. And what it does is it brings together the time of the end with 1844, which are both the time appointed. Und was es für uns tut, das bringt uns hier am Ende dann diese Punkte hier zusammen, die Zeit des Endes und 1844, und beide werden ja als die bestimmte Zeit in der Bibel bezeichnet. Right, we read last night, it's for yet for a time appointed, right? Gestern Abend haben wir auch gelesen in Daniel 11, es ist noch für die bestimmte Zeit. Don't give me any confidence whatsoever that you're agreeing with what I'm talking about. 35. Right, Daniel 11:35, right? Daniel 11, Vers 35, stimmt's? So Da stand das the geschrieben. time of persecution is for a time is going to be finished at the time appointed, right? Da stand ja, dass die Zeit der Verfolgung an der bestimmten Zeit aufhören wird. And that time of persecution is this time, right? Und diese Zeit der Verfolgung ist ja diese Sonntagsgesetz. Because that's what this was typifying here, right? Denn das ist ja, was hier der Typus war für hier den Antitypus. Okay, we've got two Sunday laws, so they both represent the same thing, right? Und die zwei Sonntagsgesetze hier, und die stellen jeweils dasselbe dar. In Habakkuk chapter 2, it says that the vision is yet for an appointed time. Und in Habakkuk Kapitel 2 sagt es ja, die Vision ist noch für die bestimmte Zeit. So the appointed time, right, is marking this close of probation right here, right? Die bestimmte Zeit markiert also hier diesen Abschluss der Gnadenzeit. Right. Richtig? Okay, now we know the time appointed and the time of the end is this little 10 here at the end, but we're not going to deal too much with that at the moment, right? Wir wissen, dass diese bestimmte Zeit und die Zeit des Endes ist diese kleine 10 hier am Ende, aber da wollen wir nicht so jetzt momentan drauf eingehen. Okay, which is a period of time, right? Was eine kleine Zeitperiode ist. But we're just keeping it simple so that we can. I want us to see a couple of points from this, right? Wir werden es einfach halten, damit wir ein paar Dinge daraus erkennen können. So, in agreement with this, just go to Revelation 13. In Übereinstimmung hier mit dieser Darstellung gehen wir jetzt zu Offenbarung 13. Verse 1. Offenbarung 13, Vers 1. And I stood upon the sand of the sea and saw a beast rise up out of the sea, having 7 heads and 10 horns, and upon his horns 10 crowns, and upon his heads the name of blasphemy. And the beast which I saw was like unto a leopard, and his feet were as the feet of a bear, and his mouth as the mouth of a lion, and the dragon gave him his power, seat, and great authority. Okay? All Bis Vers 2. marking this point at the end of the world where this beast comes out of the sea, right? Also es markiert das hier, wo dieses Tier aus dem Meer rauskommt, spricht es diese 3 Sachen. Okay, Daniel and Revelation is one book, right? Daniel Offenbarung ist ein Buch. So when you go to the book of Daniel, Daniel chapter 7, you see these 4 kingdoms, right? The lion, the bear, the leopard, and the dragon coming up out of the sea. Und wenn du zum Buch Daniel gehst, Daniel 7, da siehst du ja diese 4 Tiere hier, wie sie aus dem Meer aufkommen. And you see the same 4 beasts that Sister White says very clearly is marking the 1260, Wir right? sehen hier dieselben 4 Tiere, auch in diesem Tier dargestellt. Und Ellen White sagt sehr deutlich, dass das hier die 1260 beschreibt. Right? Richtig? So when you bring all this together, right? Also wenn du all das zusammenführst, For the Sunday law to begin, für das Sonntagsgesetz, dass es hier beginnen kann, the daily is taken away, right? da wird das tägliche erstmal weggenommen werden. Because now it's this rule of the man of sin for 1260. Jetzt fängt ja die Regentschaft des Menschen der Sünde für diese 1260 an. Then there's going to be a time of peace, Da right? wird es eine Zeit des Friedens geben. And then Und beim nächsten Sonntagsgesetz wird das tägliche wieder weggenommen. daily taken away. And he's going to rule again for another period, right? Da wird das Papst wieder für eine weitere Zeit herrschen. Okay. So I was asking myself this question. If the daily is taken away here,
why does he have to be taken away here? Also wenn man die Frage stellt, wenn das tägliche schon hier weggenommen wird, warum muss das tägliche dann hier ein weiteres Mal weggenommen werden? Okay, we'll come to that. Da kommen wir gleich right? drauf zu sprechen. Okay, that's one of the points that I want to look at, right? Das ist einer der Punkte, die ich anschauen möchte. Okay, so we know based upon this quote from Sister White, she talks about the quote about the little time of peace, right? Und basierend auf dem Zitat, wo Ellen White von dieser kleinen Zeit des Friedens spricht, She's referring to Matthew 24, dann right? nimmt sie ja Bezug auf Matthäus 24. And she's talking about 2 times of trouble. Da spricht sie von 2 Zeiten der Trübsal. Now, we've already looked at Matthew 24, and we understand that the complete time of trouble there is this 1260, right? Und wir haben uns in Matthäus 24 schon angeschaut und wir haben gesehen, dass diese komplette Zeit der Trübsal diese 1260 darstellt. Right? Richtig? But this quote where she talks about the little time of peace, she splits Matthew 24 up into 2 parts, right? Aber in diesem Zitat, wo sie über die kleine Zeit des Friedens spricht, da trennt sie Matthäus 24 jeweils in 2 Teile. Shaking of the earth, shaking of the heavens and the Nämlich die earth. Right? Erschütterung der Erde und die Erschütterung des Himmels und der Erde. And in between that's a little time of peace, right? Und dazwischen gibt es die kleine Zeit des Friedens. So we know when we take this, right, and you bring it across here, now you have the Sunday law to the close of probation, right, which is which is 1260, right? Wenn wir das dann nehmen und ausspannen, haben wir also hier das Sonntagsgesetz bis zum Ende der Gnadenzeit, also diese erste Box, und dann haben wir die 1260, also hier auf dem Fraktal so dargestellt. So you just have 2 fractals at 2 different levels, right? Wir haben also 2 Fraktale auf 2 unterschiedlichen Ebenen. Everybody following, right? Kann jeder folgen? So when we take this 1260 that parallels this, right? Also wenn wir diese 1260 hier nehmen, die ja parallel ist hiermit, So let's just put this on here, right? So we got lass uns das jetzt hier übertragen. the lion, the bear, leopard, Löwe, Bär, Leopard and the dragon, und ein Drachen. right? Then you have the lion, the bear, leopard, and the dragon, right? Löwe, Bär, Leopard, Drachen. Okay? And this brings you down to the Sunday law crisis where we can open this out, right? Bringt dich jetzt hier hinab zur Sonntagsgesetzkrise, wo wir einfach dieses Fraktal jetzt ausspannen. Lion, bear, leopard. Löwe, Bär, Leopard. Dragon. Der Drache. Okay, from the other stories, what did we ascertain about these 2 kingdoms? Von anderen Geschichten, was haben wir über diese beiden Königreiche hier herausgefunden? Die sind ein Reich. Right? And we get that from 1 Samuel chapter 17, Das right? sagt mir unter anderem aus 1. Samuel 17. But it's confirmed by Daniel 8, Aber right? es wird auch bestätigt durch Daniel Kapitel 8. Because Daniel 8 and Daniel 7 is one vision, right? Daniel 7 und Daniel 8 ist eine Vision. So this is marking these 2 horns, right? Also diese beiden Reiche stellen diese 2 Hörner auch dar. Now, question. Frage. The horns, what are they a symbol of? Diese Hörner, was stellen sie symbolisch dar? You just take Daniel 8 in history. Wenn du Daniel 8 historisch betrachtest. Sorry? It's paganism, right? Das waren heidnische Reiche. It's the daily, right? Das Heidentum war das tägliche. Okay? Because I want us to see something, right? Ich möchte euch da etwas daraus erkennen lassen. So you got these powers, which is the daily, right? Also wir haben diese Mächte hier, die das tägliche beschreiben. Okay? And then you come to the fourth, right? Und dann kommt es jetzt zum 4. And
So we know by bringing line upon line together that this is the first place where we start to see this war between the north and the south. Und wir wissen, dass wenn wir Linie auf Linie zusammenbringen, ist das hier die erste Darstellung, wo wir diesen Krieg zwischen Nord und Süd sehen. Right? Richtig? Okay, so in one sense, this parallels this, right? Also in einem Sinne steht das hier parallel hierzu, richtig? So we know that these two horned powers is a combination of church and state, Wir right? wissen, dass diese zweihörnige Macht hier eine Verbindung von Kirche und Staat darstellt. Historically it wasn't, but symbolically at the end of the world, when you bring it line upon line, that's what it's representing. Also Right? historisch gesehen war das nicht so, aber symbolisch gesehen, wenn das hier Linie auf Linie ans Ende der Welt bringst, dann stellt das dar. But this, when you're able to show this line upon line, it shows that these kingdoms here are representing the time period where the papacy is ruling, right? Aber wenn man diese Darstellung Linie auf Linie zusammenbringt, dann kann man sehen, dass in dieser Zeit das Papsttum herrscht. So in order for the papacy to be ruling here, what has to take place here? Also damit das Papsttum hier anfangen kann zu herrschen am Sonntagsgesetz, was muss dann hier stattgefunden haben? Okay, daily taken, Das right? tägliche muss weggenommen worden. Just let's write this here. Daily. Lass uns das jetzt hier mal auch aufschreiben. Das tägliche wurde weggenommen. But what's clearly here? Aber was kann man hier deutlich sehen mit diesen Hörnern? The daily, Dass right? das tägliche noch da ist. So it's teaching us to think that the daily is never really taken away. It's just covered by this Christianity, Das right? lehrt uns also klar und deutlich, dass das tägliche nie wirklich weggenommen wird, sondern es ist immer nur überdeckt mit diesem christlichen Deckmantel. Okay. So these two horns here represent the daily, but they are shrouded with a godlike appearance, right? Also diese beiden Hörner, sie stellen das tägliche dar, aber sie sind durch eine gottselige Erscheinungsform überdeckt oder verkleidet. But what about this one right here? Aber was ist mit diesem Horn hier? Sorry? Scott, that probably, I can guess what you mean by that, but that doesn't really mean anything to anybody unless you explain yourself. What's the difference look, we're just making this point, go on the premise that I'm building, right? The daily is taken away, yet we know the daily is there and it's covered in this Christianity, Also right? denkt einfach den Gedanken weiter, den ich hier dargelegt habe. Also hier, das tägliche wird weggenommen, aber hier wissen wir, das stellt ja das tägliche dar, das jetzt mit diesem christlichen Deckmantel verkleidet ist. Okay, so now we have the daily covered in Christianity. What's happening here? Also hier haben wir das tägliche mit Christentum bekleidet und was haben wir hier? Right. The covenant is not taken away, but this is a power that openly doesn't hide itself under a Christian veil. It openly hates God, right? Also diese Macht hier hingegen, die hasst Gott ganz offen, die verdeckt sich nicht unter irgendeinem christlichen Mäntelchen. So what has come back? Also was ist zurückgekommen? The dailies come back. And where does Das it come tägliche ist back? dadurch wieder zurückgekommen. Where does it come back? Und wo kommt es zurück? Right at the end. Right, I'm not getting into the technicalities of these points, but you're not wrong, right? Also zur Zeit des Endes, also hier am Ende. Ich Okay. möchte jetzt nicht in die Feinheiten hier gehen, aber So we have this little period at the end here where we see this daily power reasserts itself, right? wir haben hier diese kleine 10 hier am Ende, wo diese tägliche Macht wieder aufkommt. It's really bugged me, this little 10 here, what's taking place there, to try and fathom it in the prophetic narrative, right? Das hat mich immer sehr, sehr gewurmt, was wir hier sehen, in dieser kleinen 10, was vor sich gerade geht. Und bugged you in. To understand what's happening in the prophetic narrative. Was passiert in der prophetischen Erzählung? Okay, so we know that the Lord repeats things on the fractals at different levels, right? Und wir wissen, dass der Herr die Dinge in den Fraktalen auf unterschiedlichen Ebenen wiederholt. So here is a parallel to here, the daily taken away, right? Also das hier ist eine Parallele hierzu, das tägliche wird weggenommen. So you have a time of peace, and then what has to happen? Dann findet hier eine Zeit des Friedens statt und was muss dann hier wieder passieren?
So Tägliche wird wieder weggenommen. even though it's a smaller fractal, what must happen there? Also auch wenn das hier jetzt ein kleineres Fraktal hiervon ist, was muss folglich hier auch passieren? Right. Dasselbe muss, das täglich muss auch Why? hier What does weggenommen this werden. represent? Denn warum? Was stellt das hier dar? Come on, Margaret. There's two horns there. What's these two horns at the beginning? Also es sind There's zwei real- Hörner da. follow the pattern. Was stehen die zwei Hörner hier am Anfang da? Folgt dem Muster. What? Come on in. Tell me. What does it represent? Was steht das da? Die zwei Hörner. Oh, come on. It represents a power, right, that has covered itself in a Christian robe. It's a combination of church and state, Also right? es stellt eine Macht dar, die letztendlich sich mit dem christlichen Mantel bedeckt hat. Stellt die Verbindung von Kirche und Staat dar. Because these two horns are at the beginning here, right? Und diese beiden Hörner, die sind hier am Anfang, richtig? These two horns are at the beginning here, right? Diese beiden Hörner sind hier. So what must you have here? Was müssen wir folglich dann auch hier haben? God changes not, right? Gott verändert sich nicht. These Also auch, fractals are showing that brauchen wir auch zwei Hörner. these repeating patterns, he's doesn't change, right? Diese Fraktale zeigen uns diese wiederholenden Muster, er verändert sich nicht. So these two horns that are here, where the daily is taken away, must be manifested here, right? Also diese beiden Hörner in dieser Darstellung, wo das tägliche weggenommen wird, die müssen sich dann auch hier parallel ebenso manifestieren. Okay, so time at the end, Zeit right? des Endes, 5 are fallen, 15 gefallen 1 is. und einer ist. Because we know here that these 4 horns come up representing this league, right? Wir wissen, hier kommen ja diese 4 Hörner auf, die dann dieses Weltbündnis darstellen. Right? She's forgotten for the days of one king, Und right? sagt er, das Papsttum ist in Vergessenheit für die Tage eines Königs. Who's the one king? Und wer ist dieser eine König? Yes, but Die USA. it's going to come like a lamb, right? Aber das ist, wenn die USA wie ein Lamm aufkommt. But then it's going to speak like a dragon. Aber dann wird die USA wie ein Drache sprechen. Okay, hence you have the dragon here, right? Deswegen haben wir Fourth dann kingdom. auch hier den Drachen des Vierten Reich. That's why they can parallel these two things together, right? Deswegen können wir diese beiden Dinge auch parallel setzen miteinander. Okay, so the point is that the United, this is marking the history of Revelation 13:11. Comes up like a lamb, speaks like a dragon, right? Das markiert hier die Geschichte von Offenbarung 13, Vers 11. Die USA kommt wie ein Lamm auf und spricht wie ein Drache hier. Okay, now at the midnight cry, what is manifest? Am Mitternachtsruf, was wird da manifestiert? All character, right? Jeglicher Charakter. So go back to 2 Thessalonians, we were reading last night. Gehen wir zu 2. Thessaloniker Kapitel 2, das haben wir ja gestern Abend gelesen. Chapter 2. 2. Thessaloniker Kapitel 2. Verse 3. Und dann Vers 3. Let no man deceive you by any means, for that day shall not come, except there come a falling away first, and the man of sin be revealed, the son of perdition. So Christ said the same thing in Matthew 24, right? Dasselbe hat Christus ja auch in Matthäus 24 gesagt. Be not deceived. Hüte dich davor, verführt zu And he werden. talks about these 2 times of deception, Er right? spricht ja dann über diese 2 Zeiten der Verführung. So be not deceived, right? Lass dich nicht verführen, lass dich nicht verführen. But in Matthew 24, he's talking about be not deceived, and then he's talking about this second group of false prophets, Aber in right? Matthäus 24, da spricht er über das eine Sonntagsgesetz oder über ein Sonntagsgesetz und sagt, ich lass dich hier nicht verführen. Und hier kommen diese zweite Gruppe von falschen Propheten auf. So the one at the beginning has to parallel this one here, right? Die einen hier am Anfang, die sind dann parallel zu dieser zweiten Gruppe der falschen Propheten hier. Right? Richtig? Just like there's 2 horns here, there has to be 2 horns here. Just like daily's taken away, there has to be daily taken away here, right? Genau wie es 2 Hörner hier gibt, es muss auch 2 Hörner hier geben, wie das täglich hier weggenommen wird,
muss das tägliche auch hier weggenommen werden. So just like be not deceived by these false prophets, there has to be false prophets here, right? Genau, und deswegen genauso wie lass dich nicht verführen durch die falschen Propheten hier, dann muss es folglich auch falsche Propheten hier geben, richtig? Right? And this is these two groups of false prophets that is marked in Matthew 24, Und das Luke sind dann 21, diese right? zwei Gruppen von falschen Propheten, die eine am Anfang, die anderen beim Mitternachtsruf, die in Matthäus 24 erwähnt werden. So 2 Thessalonians, 2. Thessaloniker, Kapitel 2, verse 3. Vers 3. Let no man deceive you by any means, for that day shall not come except there come a falling away first, and the man of sin be revealed, the son of perdition, who opposeth and exalteth himself above all that is called God, or that is worshipped, so that he as God sitteth in the temple of God, showing himself that he is God. Das ist Vers 4. So, in order for the man of sin to be revealed, what has to happen? Damit der Mensch der Sünde geoffenbart werden kann, was muss passieren? The daily has to be taken away. Das tägliche muss weggenommen worden sein. So, it's marking this point, right? Markiert diesen Punkt, richtig? In history. Historisch gesehen. Where did you point it out? I've just put a line here, right? So, daily, okay, transgression of desolation, right? Why do you mark it this one? Because Because I'm going with the fourth, but it is marked. Okay, here, at this point here, right? Daily. dieser Punkt hier, also 508, wo das tägliche weggenommen wird. Okay, but in order to bring this into harmony, right? This fourth power begins here, Aber right? damit wir das in Harmonie bringen können, diese vierte Macht, die fängt ja hier an, richtig? Because this fourth power, who is it typifying? Denn diese vierte Macht, wen schattet es voraus? The United States, Die USA. right? Did pagan Rome come up as a lamb? Ist das heidnische Rom wie ein Lamm aufgekommen? Yes. Ja. Begins as a republic and ends as a dictatorship, Fängt right? als Republik an, endet als Diktatur. So, you have Rome rises out of one of these horns here, right? Also wir haben Rom, wie es aus einem dieser Hörner hier aufkommt. Like a lamb. Wie ein Lamm. But when it speaks like a dragon here, right, it's now the woman is controlling pagan Rome, Und right? wenn es dann wie ein Drache hier spricht, dann ist es, wo die Frau jetzt das heidnische Rom kontrolliert. So it marks this point where the daily is taken away. Das markiert dann den Punkt, wo das tägliche weggenommen worden ist. So and this is what 2 Thessalonians is marking, right? Und das ist, was 2. Thessaloniker markiert. Verse 7. Vers 7. For the mystery of iniquity doth already work, only he who now letteth will let until he be taken out of the way. And then shall that wicked be revealed. Right here. Das ist Vers 8. Der Gottlose wird offenbart werden, genau hier im Mitternachtsruf. Whom the Lord shall consume with the spirit of his mouth and shall destroy with the brightness of his coming. Even him whose coming is after the working of Satan with all power and signs and lying wonders. Right. Bis So- Vers 9. At the Sunday law, Am Sonntagsgesetz is there powers, signs and lying wonders? ist da Kräfte und lügenhafte Zeichen und Wunder. Ja. Yes, let's go to Revelation 13. Lass Right? uns dazu zur Offenbarung 13 gehen, um das zu bestätigen. And go to verse 11, right? Offenbarung 13, Vers 11. It says, and I beheld another beast coming up out of the earth, right here, right? Genau hier kommt das Tier, Which is, was ja hier wäre. right? Richtig? It's just showing it at both levels, right? Zeigt uns das einfach nur auf beiden Ebenen, also hier und hier Same vom truth at Prinzip. both levels, right? Everybody? Selbe Wahrheit auf beiden Ebenen. Kann jeder Because folgen? these four, right, are marking the Sunday law crisis, which is from here to here, right? Diese vier, die markieren hier die Sonntagsgesetzkrise, was in dieser Darstellung von hier bis hier wäre. So at the end of that period, right, the United States comes up, which is 1798, right? Und am Ende dieser Sonntagsgesetzkrise kommt ja die USA auf im Jahr 1798, am Ende der 1260. Until the Sunday law is going to speak like a dragon, right? Bis dann das nächste Sonntagsgesetz kommt, wo es wieder wie ein Drache spricht.
But Daniel 8 teaches us that the fourth kingdom is these two little horns. Aber Daniel 8 lehrt uns, dass das vierte Reich diese zwei kleinen Hörner sind. That's why I got confused and put the line here, right? Und deswegen war ich gerade ein bisschen verwirrt, also selbst verwirrt und habe diese Linie hier hingesetzt. Because when you bring those four down onto this line, this fourth is marking these two little horns, and it's teaching us that this time period where they are ruling simultaneously, right? It's one Wenn kingdom. du das vierte hier runter, also diese vier runterbringst, dann hast du hier beim vierten, wo beide Mächte gleichzeitig regieren. Es ist ein Königreich. Right? The symbols teaching us the same thing, right? Diese Symbole lehren uns dasselbe. So, United States rises. When it speaks like a dragon, what's been taken away? Die USA kommt hier auf und wenn es wie ein Drache spricht, was wird hier weggenommen sein? Oder weggenommen werden? The daily. Das tägliche. Because the deadly wound is healed. Und die Todeswunde wird ja da wieder geheilt. The woman is the one now controlling, Die right? Frau ist jetzt die Macht, die dort wieder kontrolliert. Richtig? Right? So, this is marking this last deception of the Pope, right? Where the midnight cry is marking your last great test, right? Das markiert hier diese letzte Täuschung durch den Papst, der Mitternachtsruf markiert ja diesen letzten großen Test für dich. And it brings you all the way down, and then you have this last part of the test, right? Das bringt dich dann hinab bis zu dieser kleinen Szene am Ende, wo du das kleine letzte bisschen von deinem Test hast. It's where the daily reasserts himself, right? Das ist, wo das tägliche wieder aufkommt. And hence, the daily reasserts himself here, and therefore he has to be taken away here, because this is the beginning of the time of peace, right? Also das ist ja dann dasselbe Muster hierfür, deswegen auch hier kommt das tägliche wieder am Ende auf und deswegen muss es auch hier dann wieder weggenommen werden. Denn das hier markiert ja auch dann There will be den a time of Beginn peace, einer and then kleinen Zeit des Friedens. it would rise up again, right? Also wäre eine kleine Zeit des Friedens hier und dann würde das tägliche wieder weggenommen werden müssen dort. Are we following? Können wir folgen? It doesn't matter. I won't keep my thoughts to myself, right? Okay. So the point I want to make is that in this little time period 10, this horn, Biden, who is he then? Weil der Punkt, den ich machen möchte, in dieser kleinen Szene, beiden, What does he represent was symbolically stellt er symbolisch gesehen dar? that we've been talking about? Worüber wir jetzt gesprochen The haben. daily, right? Stellt das tägliche dar. He's this power, he's just lifting himself up, right? And asserting his hatred of everything that God's kingdom stands for, right? Er begehrt gerade auf und er manifestiert seinen Hass für alles, was irgendwie Gottes Königreich ausmacht. Okay, so, thought to think about, right? Ein Gedanke, den wir mitnehmen sollten. Because this has been the puzzle in my mind, right? Das ist das Puzzle, was ich in meinem Kopf gerade habe. Also die Miller-Linie und unsere Linie. Okay, what's the difference? Was ist der Unterschied hier? You have two opposite works, so to say, at the time of the No, that's all. Also wir haben hier Okay, just take, you're throwing all those things out. Just, if somebody wants to give an answer, explain, Wenn right? jemand eine Antwort geben möchte, dann nennt nicht nur irgendwelche Begriffe, sondern erklärt, was ihr Because sagt. many people criticize me because I say things but I don't explain what I mean. But you have to do the same. When you're given you need to explain explicitly what do you mean by those expressions that you're coming out of your mouth, Also right? viele Leute, die kritisieren mich ein wenig, dass sie sagen, ja, ich sage nur einfach irgendwelche Begriffe, erkläre sie nicht. Aber das müsst ihr dann auch einhalten, ja, dass ihr auch dann erklärt, was ihr sagen wollt. Otherwise, you're just shouting things out, but you know what you mean, but nobody else knows what you mean, right? So, if somebody wants to have a shot, explain the difference between this and this.
Wenn jemand das erklären möchte, dann bitte erklärt den Unterschied zwischen hier und hier. You can realize how hard it is for me to explain these things sometimes. Könnt ihr erkennen, wie schwer es auch für mich manchmal fällt, das zu erklären. 1798 church and state is separated, and in 1989 church and state came together. 1798 ist Kirche und Staat getrennt worden, 1989 wurde Kirche und Staat kamen zusammen. Okay, that's one Das application. ist eine Anwendung davon. 1798, das Tägliche wird weggenommen. 1790, Yes. the daily is taken away? Yes, and No. 19. No, can't be taken away. Right, this is, South against the north and north against the south. Es ist umgekehrt. okay, right? Sorry. Yes. So right, in 1798, right, the They south go back here. comes against the north, right? Yes. 1798 kommt der Süden ja gegen den Norden. Yes. What's the difference in 1989? Und was ist der Unterschied in The 1989 north gewesen? comes against the Right, south. right. The north comes against the Da south. kommt der Norden gegen den Süden. So, who's ruling here? Also wer herrscht hier in der 1260? The two-horned power, right? Zweihörnige Macht. The north, right? Der Norden. Yes. Who's ruling here? Wer South. hat aber hier bis 1989 regiert? The south, Der right? Süden. So, fascism, communism, right? Faschismus hat hier regiert und hier der Kommunismus. So, here's the big puzzle, right? They're both marking the time of the end, right? Und hier ist das große Puzzle. Beide markieren die Zeit des Endes, richtig? But they can't be marking the same point in time. Aber sie können trotzdem nicht beide denselben Zeitpunkt markieren. Okay, so when we bring those lines together, line upon line, they're teaching us the same principle of the seven thunders, right? Wenn wir diese beiden Dinge Linie auf Linie zusammenbringen, dann lehren die uns jeweils dieselben Prinzipien der sieben Donner. But there is something that we need to see about that. It's showing us two different points in time, right? Da müssen wir etwas sehen über dieses Zusammenspiel, das zwei unterschiedliche Zeitpunkte darstellt. So, for instance, at the beginning, if we take this 10 here, right? Also wenn wir hier am Anfang noch mal jetzt 10 einzeichnen, What happened at the beginning here? was fängt hier am Anfang an? In relation to what we're talking about, don't bring anything else in. Just In stick to Bezug the auf theme das, was that wir we're jetzt dealing gerade with, right? angesprochen haben. The south The south comes against the north, Der right? Süden kommt hier gegen den Norden. Right? is like 1798, right? 1798. Daniel 11:40. Daniel Vers 40. But Daniel 11:40 has two parts to it, right? Aber Daniel Vers 40 hat zwei Teile, richtig? Something has to be taken away, right? Etwas muss hinweggenommen werden. Okay, so when we understand that this daily now has reasserted himself, right? Wenn wir verstehen, dass das täglich sich hier wieder erhoben hat, Where would he be taken away? wo würde es wieder weggenommen werden? At the end of the 10th. It's not taken away in the time of peace. Why you say no, that? it's before. Just go look at the pattern. Daily taken away, daily taken away, daily taken away, and you're now want to put it in here. Also schaut das Muster an, tägliche wird hier weggenommen, täglich wird hier weggenommen, tägliche wird dort weggenommen. Deswegen, Okay, warum maybe I'll be möchte man das clear dann what hier I'm saying, right? hinsetzen? And so it'd be after the time of peace, right? Dann am Ende der Zeit des Friedens. Because both these are teaching seven thunders, right? Und beide lehren ja die sieben Donner, richtig? Beide Linien hier. So it's just my thought. When we know that the daily reasserts himself, the place where he gets taken away is after the time of peace. Mein Right. Gedanke ist, dass wenn das tägliche wieder aufkommt, dann wird es ja hier am Ende der Zeit des Friedens wieder weggenommen. You get my point? Könnt ihr meinen Punkt nachvollziehen? I'm not saying I understand it, but I'm just going with the pattern. I'm just going with the logic, right? Also ich sage nicht, dass ich das alles völlig verstehe, aber ich gehe nur mit dem Muster und mit der Logik vorwärts. We know Daniel 11:40. Just go to Daniel 11, right? Gehen wir zu Daniel 11. Because I've been sitting here trying to figure this out for days sometimes, and it's been breaking my brain. Ich saß da und habe das für tagelang versucht herauszufinden. Und das hat wirklich meinen Kopf zerbrochen. But that's just an evidence that
it's a revelation, right? Aber es ist einfach nur ein Beweis dafür, dass das eine Offenbarung ist. That the secret things belong unto the Lord our God, Dass right? die verborgenen Dinge oder die geheimen Dinge unserem Gott gehören. And he says, "Ye shall seek me, and ye shall find me when you search for me with all your heart," right? Wenn du mich suchst, dann wirst du mich finden, wenn du mich mit dem ganzen Herzen suchst. Right. So if we just take this, just for argument's sake, this is the 10. This is the time period we're in, right? Wenn wir das jetzt hier nehmen und einfach mal das Argument durchspielen, dann das ist ja hier die gesamte 10, wo wir uns gerade drin befinden. Okay. So this time period here is where we're in, right? Und wir sind sozusagen jetzt in dieser Zeit angekommen. Which is a type of the midnight cry. Das ist ein Right? Typus für Mitternachtsruf ist. It's a time where you're really being tested, right? Das ist eine Zeit, wo du wirklich getestet wirst. And if you go to Daniel chapter 2, what was Daniel and his companions doing in this time period? Und wenn du zu Daniel 2 gehst, was haben Daniel und seine Freunde in dieser Zeit getan? They were praying for understanding, right? Sie haben stark gebetet, um Verständnis zu erhalten. And the vision, the shaking vision, right? Und in der Vision der Sichtung, What happens in the time period of the shaken vision? was passiert in der Zeit der Sichtung, in der Vision? Wer kommt? What's happening in the shaken vision? Was passiert in der Vision der Sichtung? You're praying for deliverance, right? Du betest dort um Befreiung. And your mind is filled with lots of truth, right, in that time period. Und deine Gedanken sind dort mit viel Wahrheit gefüllt in dieser Zeit, richtig? No, there's darkness, right? Nein, da Ja. ist viel Dunkelheit um dich herum. And you've got to keep praying, and if you keep praying, what happens? Und du musst weiter beten und wenn du das tust, was passiert dann? The angels will come, and every now and again, portions of light will come to you to lighten your mind, right? Die Engel werden kommen und immer, also hier und da dann wieder deinen Verstand mit Licht erleuchten. But if you don't pray, the angels will keep darkening your mind, and you'll never come to that understanding, Aber wenn right? du nicht betest und nicht weiter fortfährst zu beten, dann werden die Engel nicht kommen und du wirst nie zu dem Verständnis kommen. Okay, so now I can't speak for everybody else, but on some sort of measure, that's my experience, right? Also ich kann It's- nicht für irgendjemand anderes gerade sprechen, aber in einem gewissen Maß ist das momentan auch meine Erfahrung. But anyway, maybe we're not there, right? I'm just marking that we're there because of all the events that have been taking place, and we're meant to see the events and say, okay, that's where we are, right? Und, ganz vielleicht sind wir noch nicht da angekommen, also ich kann aber nur jetzt davon ausgehen, mit dem, was ich gesehen habe und basierend auf den Ereignissen, können wir davon ausgehen, dass wir Okay. schon da sind. So I'm open for that, right? Ich bin da noch offen für. But nonetheless, I don't want to dwell on that too much, but I want us to understand that the first part of Daniel 11:40 in our time, right at the end here, has taken place, right? The south has come against the north, right? Nun, der erste Teil von Daniel 11, Vers 40 hat sich aber jetzt in unserer Zeit vor unseren Augen erfüllt. Der Süden ist gegen den Norden gekommen. And the north has to retaliate. Und der Norden, der muss zurückschlagen. But in history, the north retaliated right here. Aber in der Geschichte hat der Norden ja hier zurückgeschlagen, 1989. So you just to lay that on a line, you've got 1798, 1844, followed by 1989, down to the Civil Sunday Law, right? Und das auf eine Linie setzen würde, hätte man 1798 bis 1844 und 1989 bis zum zivilen Sonntagsgesetz. So you do that, right? So you have 1798, 1844, then you have 1989, Civil Sunday Law, right? Also das wäre dann diese Darstellung. What's it doing? Was tut es? What's it giving us? Was gibt uns das? Yes, it's giving us a pattern, Es right? gibt uns ein Muster, 2 Zeichen der Trübsal. Okay, so where would it be? Where would this be taking place on our line? Wo würde das auf unserer Linie stattfinden? Sorry. At the midnight cry. Oh, okay, at the end of time of peace, right? Am Ende der Zeit des Okay. Friedens der Mitternachtsruf. Where the daily would be taken away. Wo das tägliche hinweggenommen werden würde. Who was removed in 1989? Wer ist 1989
entfernt worden. The Soviet Union, Die Sowjetunion, the USSR, right? UdSSR, A conglomerate of countries that was communist, right? Konglomerat von Ländern, was kommunistisch war. So, okay, so if I would understand that rightly, just for argument's sake, if we're in this time period, Also wenn ich das richtig verstehen würde, jetzt einfach nur, um das Argument zu machen, wenn wir in dieser Zeit hier sind, the place where we would see the North Retaliate would be right here. dann wäre der Ort, wo der Nord zurückschlagen würde, hier. According to Daniel 11 verse 40, that is, right? Gemäß Daniel 11, Vers 40 wäre das. I'm not denying Ezekiel, right? Ezekiel marks the king of the north coming here and punishing Egypt and Tyre. Also ich möchte jetzt hier Hesekiel nicht leugnen, denn Hesekiel würde hier markieren, wo der Norden Tyrus und Ägypten bestraft. Right? Richtig? So, people looking troubled. Why are we looking troubled, right? Die Leute sehen ein bisschen beunruhigt aus. Warum sehen wir so aus? Look, one way I tell you not to get trouble is just, you know, the problem is we want all the answers and we trust far too much in ourselves, right? Das Problem ist, warum wir oftmals beunruhigt werden, ist, wir wollen die Antworten immer sofort haben oder alle Antworten haben und wir vertrauen noch viel zu viel in uns selbst. But Christ is specifically doing things in a way that he said, right, do you trust me? Follow the pattern, right? Und Christus macht es in einer Art und Weise, er fragt letztendlich, vertraut ihr mich? Vertraut ihr mir? Dann folgt dem Muster. Okay, so we'll close with this thought. Go to Hebrews chapter 11. Ich möchte mit diesem Gedanken jetzt hier abschließen. Gehen wir zu Hebräer 11. Verse 1. Hebräer 11, Vers 1. It says, now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Where's our evidence of what's not been seen? Wo sind unsere Beweise von Dingen, die wir nicht sehen? The pattern, right here. Das sind die Muster. Hier. Okay? So these 2 points cannot possibly be the same point in time. Diese beiden Punkte können einfach nicht dieselbe Zeitpunkt sein. That's a complete contradiction. Das ist ein kompletter Widerspruch. But they're marking 2 different periods of time that are both ruled by the 7 thunders, Wir right? markieren 2 unterschiedliche Zeitpunkte, die dann von den 7 Donnern jeweils regiert werden. One is marking a time where the 2-horned power is in control. The other one is marking a time where the daily is in control, right? Er markiert eine Zeit, wo die zweihörnige Macht in Kontrolle ist, das andere, wo das tägliche in Kontrolle ist. Okay. So the one where the daily is in control, right? Eine Darstellung, wo das tägliche in Kontrolle ist, Is this little one right here, ist right? diese kleine 10 hier. It's where the daily reasserts himself and then he has to be taken away again at the beginning, Wo das right? tägliche wieder aufkommt und dann muss es am Ende wieder weggenommen werden. We see the logic. Kann Right? jeder der Logik folgen. I'm sure there's many things that we have to understand from that, but this pattern speaks volumes, right? Ich denke, wir müssen noch vieles, wird es noch vieles geben, was wir darüber verstehen müssen, aber dieses Muster, das spricht Klartext. Okay, and how many years was the USSR fighting in Afghanistan? Und wie viele Jahre hat die UdSSR in Afghanistan gekämpft? 10 years, 10 right? Jahre. You can be absolutely sure that number 10 there has a significance on our line, right? Wir können absolut sicher sein, dass diese Zahl 10 dort eine Bedeutung für unsere Linie hat. Okay, I don't know how to apply it yet, but I'm just bringing it in. It's something for us to think about, right? Also ich weiß noch nicht genau, wie man das anzuwenden hat, aber ich will das einfach erwähnen, dass wir darüber nachdenken. Right? So, if I've thrown a cat amongst the pigeons, then we need to pray more that the Lord will help us to understand it, right? Wenn ich jetzt hier eine Katze unter die Tauben geworfen habe, dann müssen wir weiter beten, mehr beten, dass wir das dann wirklich alles verstehen. But just
here is always where the daily is taken away, right? Hier ist es immer, wo das tägliche weggenommen wird, richtig? Right? Stimmt. Okay, let's close. Gebet ab. Lieber himmlischer Vater, wir danken, dass du uns diese Rätsel aufgibst, Herr. Dear Heavenly Father, I want to thank you that you give us these riddles to solve. Hilf uns, dass wir graben nach dem Schatz, Herr, dass wir auch geduldig sind und doch beständig und beharrlich, Herr. And please help us to dig deep for this treasure, and that you please give us patience but also diligence and perseverance. Dass wir verstehen wirklich, was vor unseren Augen gerade vor sich geht und wir auch klar erkennen können, was die nächste Wegmarke sein wird, Herr. That we can understand those things that take place before our very eyes, and that we also can understand the next waymark. Ich möchte dich jetzt auch noch bitten, dass du uns vorbereitest für die Wanderung, die wir vor uns haben, Herr. I also want to ask you now that you please prepare us for this trip that is just ahead of us. Dass wir das Gehörte in unseren Köpfen haben und dass wir darüber nachsinnen, Herr. That we have those things that we just heard in our minds, and that we can think upon these things. Und den Tag unter deine Führung stellen, Herr. That we can commit this day under your guidance. Und für dieses Angebot möchte ich dir danken, dass wir das tun können, Herr, in Jesu Namen. Thank you for this offer that you grant us in Jesus' name. Amen. Amen.